Heute melden wir uns mit einem Video über die Lackschutzfolierung an einem Porsche GT3. Das ist die erste Generation GT3 vom Porsche 991. Den haben wir vor 3,5 Jahren mit unserer transparenten Lackschutzfolie ausgerüstet im kompletten vorderen Bereich. Der Kunde ist mit dem Auto um die 20.000 Kilometer gefahren, Rennstrecke, im Alltag, Roadtrips und hat das Auto richtig benutzt. Wie man hier sehen kann, sieht das Ganze wirklich sehr zerstört aus. Also um das mal zu zeigen, wir können auch mit Reinigen und Polieren nichts mehr machen. Das Ganze wird nicht sauberer, es wird sich nicht verändern und bleibt quasi so dreckig. Der genaue Grund, warum man das so deutlich hier sieht, also es ist ja eine eher gräulichere Optik, oder Patrick? Würdest du auch sagen, ne? Ja, ich mache noch ein paar Aufnahmen rein. Es ist so, dass das Auto mal irgendwann von dem Besitzer, von der Firma aufbereitet gelassen worden ist. Kann man das so sagen? Gelassen worden ist. Das heißt, das Auto wurde poliert. Es wurde mit einer 3M-Politur poliert. Jetzt haben wir quasi den Effekt, dass die kleinen Einschlagkrater in der Folie, der hat ja eine Dicke von 150 μ. Das heißt, wenn ein Steinschlag kommt, drückt er so ganz leicht die Folie ein, das was quasi den Lack beschädigen würde. Und das ist aufgefüllt worden. Deswegen hat das Ganze jetzt so einen überdurchschnittlich grauen Schleier, weil quasi diese Unebenheiten aufgefüllt sind. Man sieht das auch schön hier an den Politurrändern. Da hängt richtig dick und fett die Politur noch dran, also da wurde auch nicht ganz sauber gearbeitet. Man sieht das auch hier am Porsche-Logo, da innen drin ganze Politurkram und auch hier nicht so schön. Ja, die Folie kommt runter, das Auto wird insgesamt von uns einmal aufbereitet, mit einer Versiegelung versehen. Das heißt, die Stellen, die nicht mit Lackschutzfolie beklebt waren. Und der vordere Bereich wird komplett die Lackschutzfolie entfernt und eine neue Lackschutzfolie drauf gemacht. Und wie krass der Unterschied ist zwischen der benutzten Oberfläche und dem Originallack darunter, das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben schon angefangen, hier die Folie abzumachen. Wir machen das Ganze mit Wärme. Das ist also sehr, sehr deutlich zu sehen. Du siehst jetzt schon, Patrick, wie klar der Lack unten runter aussieht. Das ist quasi der Originallack von vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren. Das Auto kam als Neuwagen zu uns. Und jetzt siehst du hier schon vielleicht die Oberfläche mit diesen ganzen kleinen Einschlägen. Kannst du das auffangen? Ja, ich hoffe, man sieht es dann am Ende, aber ich habe auch Nahaufnahmen. Oder auch hier an der Stoßstange, da können wir auch anfangen abzupickeln. Ja, hier in der Sonne sieht man, oh Gott. Ganz gut, ne? Ja. Das wird man mich schlechter verstehen, schätze ich mal, durch den Föhn. Aber einfach mal zugucken. Wie krass. Das ist eigentlich jetzt ein schönes Beispielbild, ne? Ja, das sieht man schon sehr, sehr deutlich. Krass dieser Unterschied ist. Das ist quasi neu lackiert, da bin ich richtig aufgeregt. Man kann also wunderbar erkennen. Guck mal von hier, Patrick. Guck dir das mal von hier an. Hier, von hier. Da siehst du auch in der Folie, kannst du das erkennen? Ja. Die komplette Beschädigung aufgefangen. Und hier der originale, frisch polierte Porsche-Lack. Ist das verrückt? Wir machen das jeden Tag, ne? Wir machen das seit 10 Jahren. Jeden Tag. Und sowas begeistert mich immer wieder. Nicht, weil ich mich selbst davon überzeugen muss oder die Kunden davon überzeugen muss. Eigentlich weiß jeder, dass das eine super Sache ist. Aber wie deutlich der Unterschied ist. Und wir reden hier über 20.000 Kilometer Hardcore-Benutzung. Ne? Der hat das Auto nicht geschont und auch nicht wirklich gepflegt. Und der Lack sieht so geil aus darunter. Ne? Da ist wirklich nichts. Das ist ja schon wichtig in dem Fall, weil du siehst ja am Ende deiner Arbeit eigentlich gar nicht, ne, wenn du fertig bist. Das stimmt. Du hast ja nicht den Effekt, dass jemand reinkommt und sagt, genau. Wow, das Auto glänzt, cool. Glänzt wie vorher auch, ist sauber, ist neu. Sondern das siehst du erst tatsächlich nach einer richtigen Benutzungszeit. Und das ist sowas Geiles, sowas Krasses. Das Auto muss nicht nachlackiert werden. Es muss nicht mal aufpoliert werden, wenn wir die Folie unten haben. Der Kunde könnte keine Kleberückstände, nichts. Ne? Kein Kleber, nichts drauf. Was man hier sieht an der Kante, da kannst du mal gucken, falls das jetzt jemand aus der Entfernung schon gesehen hat. Das Weiße hier, das ist nicht irgendwie ein Schnitt im Lack. Das ist einfach die Politur. Die kann man hier wegwischen. Das ist die Politur, die sich da an der Folienkante gesammelt hatte. Also auch da. Aber bei normaler Pflege braucht die Folie keine Politur, oder? Die braucht keine Wenn man Politur. ab und zu mal wäscht und... Genau. Das Problem, was hier jetzt auch aufgetreten ist, weil das mit einer Schleifpolitur gemacht wurde, es wurde dieses Topcoating abgetragen. Es hat ungefähr eine Dicke von 20 μ auf der Folie. Das ist, sagen wir, ähnlich wie eine Nanoversiegelung. Verhindert das Anhaften von Schmutz und Fliegen, alle möglichen, beziehungsweise vermindert die Haftung.
Und die wurde hier abgetragen. Das heißt, die Folie fühlt sich auch ganz matt, man hört das ja hier, ganz matt und stumpf an. Und das sollte es ja eigentlich nicht. Wenn das Auto frisch verklebt ist, das ist immer der Effekt, den die Leute dann spüren. Fest jeder sein Auto an, man, wow, das ist sanft, das ist soft. Das wurde hier abgetragen. Also auch da, wer von uns eine Lackschutzfolie drauf hat, darf gerne zu uns kommen. Der Marc, unser Aufbereiter, kann da mit Rat und Tat, was die Pflege und den Erhalt, den Werterhalt angeht, ja, euch zur Seite stehen. Wir machen jetzt hier weiter. Fragen, Kommentare, alles was ihr wissen wollt, ruft uns an, schreibt drunter in die Kommentare. Patrick, machst du vielleicht noch ein paar Fotos dazu? Dann machen wir einen extra Bericht, den wir noch reinstellen, weil das schon ein geiler, krasser Unterschied ist. Also vielleicht noch mal ein paar Fotos nachher, wenn die Folie wieder drauf ist. Ich glaube, von dem Auto haben wir keine, oder finde ich jetzt nicht die Bilder von vor 3 Jahren. Also, Lackschutzfolie macht wirklich Sinn. Ich bin begeistert, dass wir das hier mal so zeigen können. Es ist ja eher selten, dass die Autos mal so benutzt werden wie der hier. Ja. Danke fürs Zusehen und bis bald.